Mein Name ist Iris Fehlmann, ich bin 51 Jahre alt und bei mir hat man Vernarbungen festgestellt aufgrund von einer früheren Endometriose. Ich hatte immer sehr starke Schmerzen während der Regelblutung. In einer späteren Phase, jetzt in der Menopause, hatte ich einfach in regelmässigen Abständen immer wieder so einen stechenden Schmerz auf der linken Seite im Unterbauch. Vor allem spüre ich das beim Sitzen. Und das tut mich natürlich im Alltag einschränken. Sitzen tut man im Büro, im Auto, an einem Konzert oder auch an einem Nachtessen. Dann treten die Schmerzen vermehrt auf. Ja, ich habe natürlich das immer wieder erwähnt in meinen regelmässigen Untersuchungen auch bei der Gynäkologin. Und habe in dem Sinne aber nie Diagnosen bekommen. Das hat mich dann auch nicht zufriedengestellt und aufgrund von einer Zweitmeinung bei einem Arzt habe ich dann die Diagnosen bekommen und habe mal gewusst, dass das offenbar eine Endometriose war in früheren Jahren schon. Als ich die Diagnose dann bekommen habe, habe ich mir gesagt, ja gut, jetzt habe ich die Situation, wie gehe ich mit dem um, wollte ich jetzt einfach immer wieder Schmerztabletten nehmen. Und habe mich dann daran zurückerinnert, dass ja die Bettflasche, die mir die Mutter früher gebracht hat, die Wärme mir gut getan hat. Und habe eine Möglichkeit gesucht, die Wärme anders anzuwenden, dass sie mich eben auch im Alltag nicht einschränken oder ich am Alltag teilhaben kann. Und bin dann mal zuerst auf Wärmepflaster gekommen, habe also wärmende Salben ausprobiert. Das war aber einfach immer so eine momentan intensive Wärme, die dann nachher abgeflacht ist, wo ich den Eindruck hatte, das tut mir für mein Problem nicht wirklich langfristig helfen. Ich bin dann auf das Calopin gestoßen und habe das Gefühl gehabt, Tiefenwärme, das könnte spannend sein und habe gefunden, ja, das könnte ich jetzt mal ausprobieren. Von Calopin profitiere ich am meisten, dass es mich mobil behält. Ich kann es mitnehmen auf Reisen. Es ist für mich eine Wärmetherapie, die eben Tiefenwärme gibt. Das ist ganz eine andere Wärme und entsprechend eben dann auch nachhaltig wirken, nicht nur im Moment. Was lässig ist, es gibt auch ein Travel Case. Ich habe das heute dabei wie mein Handy. Das gehört eigentlich in die Handtasche dazu. Und es ist natürlich kein Vergleich zu einer Bettflasche von früher, wo ich natürlich nie so mobil war damit. Also ich empfehle, dass wenn man in so einer Schmerzsituation ist, dass man im Driver-Seat bleibt, halt, wenn nötig auch mal eine Zweitmeinung einholen, vielleicht selber auch Lösungen sucht ausserhalb von Schmerztabletten, wie ich das jetzt jahrelang genommen habe. Und dann eben offen ist für so Lösungen, wie ich jetzt auf so ein Calopin gekommen bin, wo eben das vereint, die Wärme, die mir früher schon gut getan hat und jetzt auch noch praktisch umgesetzt. Sprich, ich muss nicht daheim liegen mit einer Bettflasche. Ich kann alles unternehmen, wenn ich das Calopin an mir habe und bin mobil.